Ich könnte jetzt ja wieder eine ikonische Szene aus einem Film darstellen. Lassen wir aber. Wer MiG-28 sagt, der muss auch F-14A Tomcat sagen. Und Tomcat heißt übrigens Kater. Und den wünsche ich euch heute bei dem Video natürlich nicht. Willkommen in der Noppenplätzchenscheune. Mein Name ist Blockstar, das ist meine Katze Murks und weil Murks eine Katze ist, feiert sie es ganz besonders, dass ich euch heute aus dem Hause Kobi die 5811 vorstelle, die F-14A Tomcat. Und Tomcat steht nun mal für Kater. Und da stehen doch alle Katzen drauf, oder? Freunde, kommt mit mir jetzt auf den Bautisch, dann schauen wir uns den Inhalt dieses Sets aus der Top Gun Lizenz aus 2021 genauer an. Ich spüre die Gier nach Kobi in mir. Freunde, verzeiht mir diesen abgewandelten Spruch aus natürlich Top Gun bzw. Top Gun 1. Die F-14A Tomcat ist hier aus der Top Gun Serie von Kobi auf dem Bautisch. Das Set mit dem Namen 5811 bzw. der Nummer natürlich im Maßstab 1:48. Unser fliegender Kater, unser Schwenkflügler mit Lizenz des Films und des Herstellers. Natürlich mit Goose und Maverick im Maßstab 1:48. Und ich muss sagen, ich liebe dieses Kartondesign. Ich mag dieses Dark Purple, nenne ich es mal. Eine meiner absoluten Lieblingsfarben. Schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir hier die Northrop Grumman Lizenz sowie die von Paramount, die ja verantwortlich für die Filme waren oder sind. Fakten bekommt ihr gleich. Die beiden erwähnten Piloten bzw. Darsteller aus den Filmen mit ihren Rufnamen Maverick und Goose. Wir haben unseren Schwenkflügler hier, da sehen wir es auch. Ein Originalfoto und wir sehen, dass wir hier das Fahrwerk an- und abbauen können. Generell wichtig, das Ding wird groß, 38,5 cm in der Länge und 27 cm mit eingefahrenen Flügeln. Wie breit? Schauen wir mal. Hier sehen wir es auch nochmal, 38,5 bzw. 10,5 cm hoch. Ja, Freunde, ich bin wirklich gespannt wie auf die ersten Bilder einer MiG-28, Zwinker, Zwinker, was sich hier im Karton verbirgt. Schauen wir uns einmal an, was diese 754 Steinchen uns bieten. Dafür geht unser Kater einmal in die Luft. Ja, Freunde, da haben wir das Set 5811 aus 2021 hier auf dem Bautisch liegen mit einer Bauabschnittstüte 1 und einer Bauabschnittstüte 2. Wir sehen, wir haben zwei richtige Figuren und natürlich kommt hier das ganze Set hauptsächlich in Light Bluish Gray daher mit coolen Kobi-Steinen. Schauen wir uns die Anleitung an. Eigentlich habe ich euch alles schon dazu gesagt. Die 5811, 754 Steinchen und zwei Minifiguren. Altersempfehlung ab 8 Jahren und auch hier haben wir nochmal die Fakten, die so ein bisschen bei diesem Lila untergehen, aber ihr habt sie ja gleich bei meinen Folien nochmal. Wie bauen wir mit Kobi? Das bin ich ja nicht müde zu erklären. Wir fangen mit der Tüte 1 an. Hier sehen wir sie, da sehen wir sie auch. Wir reißen sie auf, wir verteilen, sortieren nach Farben, machen Häufchen, nach Funktionen, wie ihr das wollt. Und wir bauen drauf los. Der erste Bauschnitt ist farblich. Der zweite Bauschritt ist dann auch farblich, wobei der vorige dann schon wieder ausgegraut ist. In diesen Rechteckchen sehen wir immer, welche Steinchen wir brauchen und Pfeile weisen uns den Weg und wir haben so kleine Legenden ab und zu, dass wir auch sehen, welchen Stein in welcher Länge wir verbauen. Ich gucke mal, ob wir hier was finden. Nein, hier nicht, aber da seht ihr zum Beispiel, da fangen wir mit Tüte 2 an. Da sehen wir, wir brauchen hier einen anderen Wedge. Da sehen wir es auch. Also Kobi-Anleitungen leiten euch da wirklich durch und hier haben wir so eine Anlegehilfe. Wir haben keine Seitenzahlen, daher hangeln wir uns von Baustep zu Baustep und sind dann fertig mit den Baustep. Na, ist das hier die 108? Nein, es ist die 109, wenn wir den Stand an unsere Tomcat klemmen. Auf der letzten Seiten bzw. den letzten Seiten dann immer die Teileübersicht. Also wenn euch ein Stein fehlt, könnt ihr es hier kontrollieren
und gleich hier unten auf der Webseite dann monieren. Und dann das, was mich immer fasziniert, weil ich nie genug von Kobi kriegen kann, die freundlichen Kaufempfehlungen aus dem Hause Kobi. Ich kann euch sagen, dass ich schon das ein oder andere Flugzeug bzw. Fahrzeug hier von Kobi gebaut habe. Schaut einfach mal oben hier auf meiner Kobi Playlist, da findet ihr das ein oder andere Set. Und was noch nicht ist, wird auch da noch hinzugefügt, genau wie dieses Video irgendwann zu dieser Playlist wandert. Ja, Freunde, ich wünsche mir jetzt viel Spaß beim Klemmen und euch viel Spaß bei den Fakten rund um die F-14A Tomcat aus dem Hause Kobi. Viel Spaß! Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über unseren legendären Carter, den Hauptdarsteller aus den Filmen Top Gun. Wir sprechen über das historische Vorbild vom Kobi-Set 5811. Wir sprechen über die F-14A Tomcat. Die F-14A Tomcat, ein legendäres amerikanisches Kampfflugzeug, erlangte durch ihre Rolle in der US Navy und in ikonischen Filmauftritten wie zum Beispiel bei Top Gun Berühmtheit. Entwickelt von Grumman Aerospace, jetzt Teil von Northrop Grumman, daher hat Kobi ja auch die Lizenz, als Luftüberlegenheitsjäger für die US Navy absolvierte die F-14A ihren Erstflug am 21. Dezember 1970 und trat im September 1974 offiziell in den Dienst ein. Ihre beeindruckenden technischen Spezifikationen, von der Länge über die variable Spannweite bis hin zu den leistungsstarken Pratt & Whitney Turbofan-Motoren, ermöglichen es der F-14A, Geschwindigkeiten von über Mach 2 zu erreichen, eine Reichweite von mehr als 2960 Kilometern ohne Zusatztanks zu erfliegen und Höhen von über 15.240 Metern zu erklimmen. Ausgestattet mit einem fortschrittlichen Waffensystem, das die F-14A in Luftkämpfen nahezu unbesiegbar machte, trug sie AIM-44 Phoenix Langstrecken-Luft-Luft-Raketen, AIM-7 oder 7 Sparrow und AIM-9 Sidewinder-Raketen sowie eine 20 mm M61A1 Vulcan Gatling-Kanone mit. Ihr AN/AWG-9 Radar konnte mehrere Ziele gleichzeitig erfassen und verfolgen, was sie zu einem der fortschrittlichsten Jäger ihrer Zeit machte. Die Einsatzgeschichte der F-14A ist reich an Höhepunkten, einschließlich ihres Einsatzes im Golf von Sidra 1981, wo sie libysche Kampfflugzeuge besiegte, sowie ihre Rolle in den Operationen Desert Storm und Iraqi Freedom. Der Iran als einziger ausländischer Kunde mit über 80 F-14A zeugt noch heute von der Robustheit und Langlebigkeit des Designs, in dem einige der F-14A trotz internationalen Sanktionen und Ersatzteilbeschränkungen weiterhin im Einsatz sind, wohl gestützt durch Russland und China. Technologisch brachte die F-14A bahnbrechende Innovationen wie die variable Geometrie der Flügel, welche die Leistung bei verschiedenen Geschwindigkeiten und Höhen optimierte. Diese Schwenkflügel sorgten für eine Kombination aus hoher Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit, was die F-14A besonders in Luftkämpfen auszeichnete. Der iranische Pilot Major Jahil Zandi ist mit 11 Abschüssen, davon 8 auch sogar von den USA bestätigt, der weltweit erfolgreichste F-14-Pilot, wobei er auch deshalb seine US-amerikanischen Kollegen übertrumpfen konnte, weil diese nach einer gewissen Einsatzzeit aus dem Kampfgebiet abgezogen werden, die typische amerikanische Rotation. Zandi war dagegen fast die kompletten 8 Jahre im Iran-Irak-Krieg im Einsatz. Zandi beendete seine Karriere im Rang eines Brigadegenerals und starb 2021 bei einem Verkehrsunfall. Die F-14A Tomcat hat einen festen Platz in der amerikanischen und auch eigentlich globalen Popkultur und inspirierte eine ganze Generation, was ihr Interesse an der Luftfahrt weckte. Selbst nach ihrer Ausmusterung blieb die F-14 in Museen und Flugschauen ein Publikumsmagnet, der die Faszination und das Erbe dieses außergewöhnlichen Kampfjets bewahrt. Ihr Erbe spiegelt sich nicht nur in der Erinnerung derjenigen wider, die sie geflogen oder gewartet haben, sondern auch in der Kultur und Technologie,
die sie inspiriert hat und steht somit als Symbol für die technische Brillanz, Kampfstärke und die globale Luftüberlebenheitsfähigkeit der US Navy. Und auch dank Top Gun 2 ist dieses Flugzeug ja bei uns wieder in aller Munde. Freunde, das waren die Fakten zur F-14A. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Klemmbaustein-Review dieses Sets der 5811 aus dem Hause Kobi. Freunde, viel Spaß! Ich spüre die Gier nach Kobi in mir. Freunde, nach 2 Stunden Bauzeit steht sie da, unsere F-14A Tomcat aus dem Hause Kobi, die 5811. Und gleich müssen wir mit einem Mythos aufräumen, denn es gibt ja noch eine 5811 Anton. Die hat aber nicht wie hier unten 754 Steine, sondern die hat 757 Steine. Und das kommt daher, dass wir bei der neueren Version andere Beine und Schuhe haben bei den Minifiguren. Also ihr könnt fast mit der gleichen Bauanleitung auch die 5811 bauen. Ein tolles Set, was Kobi hier quasi ja nochmal aufgelebt hat, und ich habe euch mit Absicht hier mal 2 andere Sets von Kobi noch gegenübergestellt, die irgendwie etwas mit der F-14 zu tun haben, nämlich hier einmal unsere MiG-28, auch aus der Top Gun Serie, und dann natürlich die MiG-29 aus der NVA-Serie hier von Kobi, beziehungsweise es gibt ja keine richtige Serie, aber halt die NVA-Version der MiG-29. Einfach auch nur mal, damit ihr einen Größenvergleich bekommt, wie groß die F-14A wirklich war oder ist im Vergleich hier zur Tiger bzw. MiG-29. Wir wissen ja hier, dass wir hier die Tiger haben. Es ist ja keine wirkliche MiG-28, aber ich wollte es euch einfach mal zeigen. Ein ganz großer Kritikpunkt ist bei diesem Set, das ja schon länger bei mir im Regal stand, ich euch aber jetzt mal bauen wollte, halt weil wir die MiG-28 bekommen haben, ist, dass ich hier eine kaputte Kanzel habe. Ihr habt es hier, könnt ihr sehen, als hätte ich reingebissen oder wäre mit einem Lötkolben drüber gegangen. Diese Kanzel wurde nicht ganz durchgegossen, die werde ich bei Kobi monieren müssen. Ich habe meinen Tornado geschlachtet, der hat die gleiche Kanzel, denn ich möchte euch das Flugzeug ja hier in der Gänze präsentieren. Die Anleitung ist super leicht zu lesen, leicht verständlich. Generell haben wir hier trotz der Größe keinen komplexen Bau bei Kobi. 2 Stunden ist einfach hier der Teileanzahl und der vielen Fliesen, die man verbaut, geschuldet. Sehr kleinteilig, ihr seht es hier, aber auch ganz gut auf dem Karton, hier die Rillen, weil wir viele kleine Slopes verbauen. Und bauen ist das Stichwort, ich habe gerade schon über die Anleitung geredet. Wir haben eine Menge Steinchen über, sogar richtige Steinchen, nämlich hier ein 1x1er Brick und ein 1x2er Brick in NATO-Farbe. Ganz einfach, weil wir hier in der Bauanleitung diese Steine benutzen als Bauhilfe. Ich zeige es euch mal als Konstruktionshilfe hier beim Baustep 63. Da sehen wir, dass wir mit diesen Steinen das Flugzeug von unten unterstützen, während wir es bauen und dann wieder umdrehen. Die Steine fliegen dann irgendwann weg und wir haben sie über. Das finde ich generell cool. Richtig cool an diesem Flugzeug sind natürlich die beiden Minifiguren, die wir ins Cockpit setzen können. Finde ich aber etwas schade, deswegen habe ich mir wieder hier diese typischen Kobi Jumper Plates besorgt. Die benutze ich jetzt auch einfach mal, um euch die Figuren perfekt präsentieren zu können. Ich werde diese natürlich wieder auf den Stand da unten integrieren. Macht Kobi mittlerweile ja sowieso. Ich verstehe nicht, warum man das bei diesem Flugzeug nicht auch gemacht hat, wenn wir hier schon so 2 tolle, berühmte, ikonische Figuren haben. Fangen wir mal an vielleicht mit den, eigentlich kommt er ja immer zum Schluss, weil er ja auch ziemlich früh aus dem ersten Film ausscheidet. Wir haben nämlich hier unseren Goose, den Co-Piloten, den Navigator von Maverick, schön hier bedruckt, auch mit seinen Ärmelabzeichen, die Weste und der ganz berühmte Helm VF1. Und hier natürlich der Star Spangled Banner und seine Schlange hier mit dem Adler. Oder ist es generell ein Adler? Ich weiß es gar nicht. Oder sieht es aus wie ein, so ein Fabelwesen, was beißt, hier auf den
Helm und wir haben den typischen Schnurrbart, den der Schauspieler Anthony Edwards ja getragen hat. Man denkt vielleicht sogar, nach Top Gun hat man ihn nie wieder gesehen, aber mitnichten. Jeder, der Emergency Room kennt, kennt ihn hier als den berühmten Dr. Martin Green. Dort hat er sehr lange mitgespielt. Aber natürlich ist der Hauptdarsteller des Filmes hier Tom Cruise, unser Maverick, hier mit seiner coolen Sonnenbrille, mit dem berühmten Druck auf den Helm hier Maverick. Da auch wieder hier diesen Adler oder was das auch immer ist, sowie hier seine Abzeichen und da auch den Star Spangled Banner und hier seine typische Pilotenuniform mit diesen Kompressionshosen und Anzügen. Richtig, richtig cool. Also wer Kobi-Figuren sammelt, und ich habe ja gesagt, ich werde immer mehr zum Liebhaber von Kobi-Minifiguren, den darf so ein Set gar nicht fehlen. Vor allen Dingen so ein Set nicht, weil es ja nun mal, ich habe es euch in den Fakten gesagt, einfach eines der ikonischen Flugzeuge der Popkultur ist. Wir packen mal die Steine an die Seite, auch hier die Haube. Wenn ihr, ich habe euch das schon mal gefragt in Videos, aber keine so richtige Antwort bekommen, mal wollt, dass ich diesen ganzen Prozess von fehlenden Steinen, Reklamationen bei Kobi, mal in ein Video packe, dann schreibt mir das gerne bitte unten in die Kommentare. Aber jetzt, Freunde, schauen wir uns unseren großen Kater an. Ein beeindruckendes Set. Ich habe es euch gesagt, leicht zu bauen. Tolle Drucke. Die Minifiguren passen hier auch rein. Wir haben hier unseren Pete Mitchell, den Lieutenant Maverick und hier Lieutenant Nick Bradshaw, den Goose. Wir haben viele Drucke, also unser Flugzeug hier vom VF1 hat hier wirklich nichts, was es nicht auch in echt irgendwie hätte. Und natürlich das berühmteste ist der Schwenkflügel, den wir ja bei Kobi schon kennen. Zum Beispiel jetzt als letztes beim Tornado, aber auch schon ältere Kobi-Sets aus der Small Army Serie hatten Schwenkflügel. Der Stand ist der typische Stand. Ich stelle ihn jetzt trotzdem mal kurz hier hin, unseren Katerchen, so eine fliegenden. Und wir gucken uns den Stand an mit der berühmten Plakette und der Lizenz hier von Paramount Pictures für Top Gun, für unsere FA-14 Tomcat bzw. F-14A Tomcat, so ist es richtig, mit dem berühmten Top Gun Logo. Aber sonst der typische Stand. Ich finde es auch ziemlich krass, dass wir so einen kleinen Stand haben für so ein großes Flugzeug. Ihr seht es ein bisschen, kippt da immer ab über die Achse, einfach aufgrund dessen, dass dieses Flugzeug so schwer ist. Jetzt schauen wir es uns einmal an, stellen die Kamera scharf und sehen hier unseren großen Vogel. Ich muss sagen, obwohl das Set jetzt ja älter ist und man sicherlich das ein oder andere bautechnisch anders lösen kann, habe ich mich richtig in diesen fliegenden Kater verliebt. Auch wenn die Flügel ja etwas rudimentär gebaut sind. Wir haben hier einen Steuerknüppel, Cockpit-Gasmasken, wie wir es so kennen. Da sind sie, die Gasmasken an Schläuchen. Wir haben natürlich hier ein Formteil und vorne die typische Spitze, die Kobi ja wiederverwendet. Finde ich gut, dass Kobi hier quasi ein Baukastensystem benutzt. Wir kennen die Nase ja zum Beispiel auch hier hinten bei unserem MiG-29. Und wenn Leute, die von anderen Klemmbausteinherstellern kommen und immer schimpfen über viele Formteile bei Kobi, kann man aber sagen, naja, bei Flugzeugen handeln andere Klemmbausteinhersteller auch gerne mit Formteilen und Kobi benutzt sie halt ja quasi bei fast allen Düsenjägern hier im Maßstab 1:48. Also, was ich auch cool finde, ist, wir sehen Noppen. Man kann erkennen, dass wir hier wirklich Brick-Build arbeiten. Wir haben hier unsere Klappen an den Schwenkflügeln. Ihr seht auch gleich, wenn ich das Set umdrehe, warum ich meine, diese Flügel rudimentär, weil wir hier, hier haben wir halt einen großen Formteil. Das sehen wir, deswegen habe ich die Klappen einmal hoch gemacht und mir ist hier eine Rakete schon von diesen coolen Steinen. Die finde ich eh so hammer. Die gibt es bei Kobi, die gibt es bei Mega Constructs, diese 1x2er Plates mit Noppen links wie rechts. Das gefällt mir, beziehungsweise links wie oben. Richtig cool. Bisschen wackelig sind hier die ikonischen Lufteinlässe für das Triebwerk, die wir hier so angeschrägt auf Hinges gebaut haben. Man kann es hier erkennen. Wir haben hier eine schwere Bewaffnung bei unserem Flugzeug und wir haben hier ein Fahrwerk, das wir einklappen können, beziehungsweise wir können es abmachen, weil eingeklappt sieht es eigentlich blöd aus. Sauberer wäre es ja, wir machen es einfach ab. So hier, wie ich jetzt, zack, machen es da auch ab und nehmen es hier auch ab und bauen es dann fliegend
auf unseren Stand. Richtig cool auch hier diese Sektion, die ja auch ikonisch ist bei der F14A. Und natürlich können wir hier auch unser unser Höhenleitwerk verstellen. Seitenleitwerk haben wir hier schön bedruckt. Und wir haben natürlich, wie es sich für ein Navy-Flugzeug gehört, den Fanghaken für den Landeversuch auf dem Flugzeugträger, auf dem Landedeck. Hier sehen wir nochmal die Technik. Ich mache mal kurz eine Klappe ab, dann seht ihr auch, wie wir hier arbeiten. Nämlich wir bauen uns hier selber ein Hinge-Bolzensystem, kann ich mal sagen. Und dann kommt diese große runde Plate da drauf. Jetzt packe ich unsere F14A wieder auf den Stand. Ihr bekommt natürlich nachher noch einmal absolut Detailbilder von jeder Ecke. Aber jetzt seht ihr hier, was für eine riesengroße Spannweite und wie cool dieses Flugzeug aussieht. Aber auch wie leicht es halt über den Stand so wegkippen kann. Ja, vielleicht hätte man damals auch schon so einen Zweierstand machen können. Wobei, es ist mal so, mal so. Es gibt manche Flugzeuge bei Kobi, die halten bei mir super auf den Stand und manche halt überhaupt nicht. Hier geht es jetzt gerade. Also, ich bin verliebt. Schreibt mir eure Meinung unten bitte in die Kommentare. Ihr bekommt jetzt einmal nochmal Detailbilder aus allen Positionen, damit wir hier auch wirklich nichts vergessen. Dazu gibt es nochmal ein paar interessante Fakten und dann schauen wir uns zum Abschluss in die Augen, liebe Freunde. Ja, Freunde, versprochenerweise bekommt ihr Detailbilder, um euch selber noch einmal von allen Ecken und Kanten dieses Sets ein Bild machen zu können, unabhängig von meiner eben gerade genannten Meinung. Und während ich hier die Bilder euch anschaut, wollte ich euch noch etwas über das Top Gun Programm erzählen, also das wirkliche Vorbild, das United States Navy Strike Fighter Tactic Instructor Programm, SFTI, das ehemals Top Gun genannt wurde. Dieses Programm wurde entwickelt, um Kampfpiloten und deren Radaroffiziere, die IEOs, in fortschrittlichen Kampftaktiken zu schulen. Das Programm wurde während des Vietnamkrieges als Reaktion auf eine niedrigere als erwartete Abschussrate amerikanischer Flugzeuge durch nordvietnamesische Kräfte ins Leben gerufen. Ziel des Programmes ist es, ausgewählte Marineflieger in hochentwickelten Luftkampftaktiken, Techniken und Manövern auszubilden, um ihre Effektivität im Luftkampf zu verbessern. Der Kurs, der oft als Top Gun bezeichnet wurde, beinhaltet intensive theoretische und praktische Trainingsmodule, die sowohl Klassenzimmerunterricht als auch simulierte Luftkampfübungen umfassen. Absolventen des Top Gun-Programms kehren typischerweise zu ihren Einsatzgeschwadern zurück, um das dort erworbene Wissen an andere Piloten weiterzugeben, wodurch die allgemeine Kampfeffektivität der Flotte bei der Navy verbessert wird. Ja, Freunde, das waren nochmal ein paar Fakten zum realen Top Gun-Programm. Euch wünsche ich jetzt viel Spaß bei meinen letzten Worten, während wir uns nochmal in die Augen schauen. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als man eine MiG-28 über den Indischen Ozean abfangen kann. Freunde, die F14A, ich habe es euch gesagt, ein richtiger Brecher. Und wenn ihr dieses Staubfängerchen in Light Bluish Gray in euer Regal packt oder auf das Regal stellt, dann empfehle ich euch wirklich, klappt die Schwenkflügel ein, denn Kobi sagt ja hier auf dem Karton auch nur eine Spannweite von 27 cm mit eingeklappten Flügeln. Also wirklich hier einer der größten Düsenjäger im Maßstab 1:48 aus dem Hause Kobi. Und dann auch noch mit der coolen Top Gun Lizenz. Und zum Abschluss habe ich noch einen kleinen Fun Fact für euch. Ihr kennt wahrscheinlich alle Transformers. Nicht nur dank der Michael Bay Filme, sondern vielleicht auch durch das Spielzeug und die Fernsehserien, die Zeichentrickserien, die damals im Kinderprogramm liefen. Und ja, der Transformer bzw. der Decepticon Starscream G1 ist ja auch so eine Art F14. Und es gibt sogar einen kleinen Cameo-Auftritt, denn der Sohn von Goose hält Starscream, also das Spielzeug, in der Hand, während er zu sehen ist in 2, 3 Szenen. Also haben wir hier ein kleines Crossover von Transformers und Top Gun. Ich glaube gar nicht beabsichtigt, aber ich finde es ziemlich cool. Schreibt mir eure Meinung mal zu Top Gun, zu diesem Set und gerne auch zu den anderen Sets aus der Top Gun Serie unten in die Kommentarsektion. Und wenn ihr da seid, findet ihr nochmal alle weiteren Facts zu diesem Set, Bestellquellen und so weiter und so fort. Ihr wisst, bei mir, ich versuche euch alles rund um Kobi, um die Sets zu liefern, die ich euch vorstelle.
Ja, wir haben ein Flugzeug, ich verbleibe dabei. Einen guten Flug, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.